Wenn auch du deine Fenster möchtest schnell und streifenfrei reinigen, dann bleibe jetzt unbedingt dran. Fensterreinigung machen wir so 1- bis 2-mal im Jahr. Es spielt eigentlich nicht so eine Rolle, wenn du machst, weil es ist garantiert, dass es nach spätestens 2 Wochen wieder dran regnet und sie wieder dreckig aussehen. Ideal ist natürlich, das im Frühling zu machen, nach der Pollensaison und am besten gerade mit der Storenreinigung zusammen und dann irgendwo so im Oktober, November noch zum zweiten Mal. Im ersten Schritt, je nachdem, was ihr für einen Boden habt oder für ein Fensterbrett, schützen wir das schützen. Da habe ich jetzt einen Plattenboden, da spielt es nicht so eine Rolle, aber wenn ihr zum Beispiel ein Parkett habt, ist es mega wichtig, dass man keine Wassertröpfe macht, weil das kann zu Schäden am Parkett führen. Da eignet sich zum Beispiel eine Wollendecke oder so ein altes Frottetüchli, das ihr einfach auf den Boden legen könnt, wo dann das ganze Wasser aufsaugt. Als erstes machen wir zuerst alles, was trocken ist, und meistens haben wir da im Falz rein ganze lose Verschmutzungen, irgendwelche tote Tierchen, Staub und was auch immer. Das lässt sich am einfachsten eigentlich mit einem Staubsauger entfernen und einer Schlitzdüse. Dann im ersten Schritt geht es vor allem mal um die ganzen Fels vom Flügel und aber auch vom Rahmen. Die sind eigentlich ein bisschen mühsam zum Reinigen. Es gibt aber da durchaus ein paar Hilfsmittel. Eine Möglichkeit ist, das mit einem Lumpen und einem Schraubenzieher zu machen. Da besteht immer ein bisschen Gefahr, dass man durch den Lumpen durchsticht und nachher den Rahmen verkratzt. Dann gibt es so Reinigungsstäbe. Die sind eigentlich recht cool. Mit denen kann man innen sehr, sehr gut reinigen. Es geht nicht bei allen Fenstern. Je nachdem, wie der Falz konzipiert ist, kann das manchmal gehen oder auch nicht. Beim ersten Fenster muss man halt immer herausfinden, wie mache ich es am besten und am schnellsten. Dann gibt es auch so eine Fugenbürste, die finde ich auch ganz cool. Teilweise funktioniert die wirklich sehr gut. Perfekt, auch wenn der Schmutz vielleicht ein bisschen fester haftend ist, können wir wirklich sehr, sehr gut putzen. Fensterreinigung regelmäßig zu machen, ist auch immer Werterhalt. Und wenn man es wirklich regelmäßig macht, 1- bis 2-mal im Jahr, dann ist es total easy und es bildet sich nicht so krasse Verkrustungen. Wir fangen eigentlich an, indem wir vor allem mal zuerst die ganzen Fels machen. Da arbeiten wir immer ein bisschen mit System, von oben nach unten am liebsten. Wir brauchen da nicht mega grosse Reinigungsmittel oder mega scharfe Ware. Machen wir als erstes mal den Rahmen von oben nach unten und dann nachher auch den Flügel noch machen, selbstverständlich. Und dann wirklich ganz am Schluss erst das Glas. Also zum Gläser nachher wirklich putzen gibt es einen sogenannten Einwäscher, den gibt es in verschiedenen Grössen. Macht meistens Sinn, einen nicht zu grossen zu nehmen, weil man mit dem kleinen einfach mehr Druck auf die Scheibe bringt. Und dann gibt es natürlich entsprechend verschiedene grosse Abzieher, je nachdem, wie das Fenster beschaffen ist. Da muss jeder für sich ein bisschen finden, was für ihn am besten passt. Dann machen wir uns das Einwaschen vom Glas. Zu dem Zweck heben wir da einfach den Flügel ein bisschen. Und den hier einwaschen, bis der ganze Flügendreck wirklich aufgeweicht ist. Wenn es jetzt sehr heiß ist zum Beispiel, dann muss man immer nur so viel einwaschen, dass man es auch schnell wieder abziehen mag. Das Reinigungsmittel darf nicht antrocknen auf den Gläsern. Und dann kommt eigentlich schon der schöne Teil der Arbeit. Und zwar tun wir hier in den Kanten rein nachtrocknen mit dem Lümpli. Und nachher ganz einfach einmal durchziehen und am Schluss ein bisschen gegen oben. Einmal durchziehen und am Schluss ein bisschen gegen oben. Ihr seht schon, da läuft jetzt Wasser runter. Und darum müsst ihr wirklich den Boden schützen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Parkett drunter habt. Und wir sehen schon, da läuft wirklich Soße runter. Nachher trocknen wir hier in den Kanten noch an.
Und dann ist das Glas außen eigentlich schon sauber. Also total easy. Wir machen zuerst die Aussenseite und nachher die Innenseite, weil dann können wir von innen nach außen schauen, ob es außen sauber ist. Machen wir jetzt noch die Innenseite. Auch ganz einfach. So, wir sehen am Schluss Sichtkontrolle. Wenn es noch nicht sauber ist, waschen wir es nochmal ein, ziehen es nochmal ab. Wenn es sauber ist, zack, gehen wir zum nächsten. Wenn auch dir das Video gefallen hat, dann abonniere unbedingt den Kanal.